Erik, du kannst dann bitte als nächstes Mal deine Methode nochmal zum Besten geben. Ja, danke, Georg. Spannend, also vor allem von Tobias und Patrick genannt, also ihr Suchen nach der richtigen Form. Und wenn ich das Wort Form höre, dann gehen bei mir natürlich sofort die Augen und Ohren auf. Denn Form geben, Gestaltung ist mein Thema. Und ich habe sehr schnell schon gemerkt, beim Eintritt in den Großkonzern, in den frühen 90er Jahren, 1990, bin ich zu Philips gekommen, dass die Form auch der Organisation eine ist, die nicht immer optimiert ist auf das, was man gerade machen will. Und dann, es gibt ja noch so viele schlaue Sprüche, du hast ja auch einen eben genannt von eben Leute, die es schon früher wussten. Es gibt dann auch den, glaube ich, von Porter, ne, ein Grund, ein Unternehmen zu haben, hat er, glaube ich, mal gesagt, ist einen Kunden zu haben. Also im Grunde ist jede Organisation immer nur zu einem Zwecke da, nämlich etwas zu leisten und das Kunden zuzuführen. Und da ja Kunden nicht gleich sind, immer unterschiedlich sind, muss es automatisch eigentlich bedeuten, dass jedes Unternehmen, jede Organisation auch anders ist, weil der Weg zum Kunden ein anderer ist. Wenn man aber anschaut, wie Organisationen entwickelt werden, installiert werden und vor allem geführt werden, hat man den Eindruck, es ist alles immer gleich und es folgt einem Denkmuster, wie du auch sagst. Ne? Und das kann aber nicht sein, das widerspricht ja allein schon der Logik, weil ja jeder Kunde eigentlich anders ist. Versuchen natürlich auch Betriebswirte auch die Kunden zu kategorisieren und gleich zu machen, damit die Kunden dann gleich passen auf ihre Organisationsform. Und wir merken spätestens jetzt mit der digitalen Transformation, dass das immer weniger funktioniert. Man kann Kunden nicht in Schubladen stecken, man kann sie nicht kategorisieren. Man muss also flexible Formen haben, um Organisationen zu gestalten. Und jetzt versuche ich auch mal was zu teilen. Ich bin nicht ganz so ein Digital Native, aber ich habe ja auch ein paar Slides. Ich beginne tatsächlich mit so einem uralt Karlauer. Könnt ihr das sehen? Ja. Da sagen alle Betriebswirte und alle, die das mal studiert haben, oh ja, den kennen wir, der gute Herr Porter, der hat ja sozusagen die Aktivitäten in der Organisation beschrieben und hat da zwei Hauptaktivitäten ausgemacht. Eine primäre und eine unterstützende. Und die primäre, ich vereinfache das mal, das ist die Leistungsentwicklung. Da geht es darum, dass eine Organisation etwas erzeugt, was dann zum Kunden geht. Daher auch der Fall. Er nennt das die Wertekette. Also das ist die Wertgenerierung, geht zum Kunden und dort ist es die primäre Aktivität. Das ist natürlich in jedem Organisation komplett anders, weil es immer, wie gesagt, andere Kundenziele gibt. Unterstützt wird das Ganze eben, ich nenne das, durch die klassischen Managementdisziplinen wie Infrastruktur, Personal, Grundlagenentwicklung, Beschaffung, alles, was dazu da ist, dass die Organisation seine primäre Aktivität leisten kann. Und diese beiden Dinge, die stehen zueinander. Das eine ist primär, das andere ist unterstützend. In meiner Welt ist das Gestalten und Verwalten. Also in der Gestaltung geht es darum, etwas zu formen, etwas herzustellen, was dem Kunden dann angeboten werden kann. Und in dem Management, in der Verwaltung, das ist jetzt vereinfacht dargestellt, unterstütze ich das. Und wenn das die Essenz von Unternehmertum ist, dann kann ich ja nicht das Verwalten zur primären Aktivität machen. Aber das ist leider genau das, was ich seit über 30 Jahren beobachte. Es sind die Verwalter, die die primäre Aktivität ausmachen. Sie bestimmen durch ihre Strukturen, durch ihre Abläufe, durch ihre Prozesse, durch ihre internen Zielsetzungen eigentlich, was geschieht in der Organisation. Und das Gestalten verkommt zu einer Art Nebentätigkeit und es muss sich quasi wie freiboxen, um überhaupt noch das tun zu können, was es primär tun soll, nämlich Wert für Kunden generieren. Und für mich ist das vereinfacht ausgedrückt immer so, dass ja ein Unternehmen ja immer schaut auf Kunden und deren Bedürfnissen und dann versucht, einen Kreislauf zwischen Zweck und Sinn zu erstellen, ne? Indem ich sage, okay, was will der Kunde? Ich will ja selber auch was als Unternehmen. Und aus dem Verstehen des Kundenbedürfnisses, was ja sinnstiftend ist, entwickle ich etwas und das ist zweckvoll für den Kunden. Und dann so entsteht ja dieser Wertekreislauf. Und vereinfacht dargestellt gibt es für jede Organisation immer so ein paar Fragen, die beantwortet werden müssen, damit man weiß, was man tut. Und dann stellt sich die Frage, wie organisiere ich mich, damit ich alle diese 4 Fragen beantworten kann? Welche Orga-Form brauche ich dafür? Und da habe ich was Interessantes beobachtet, das leihe ich jetzt mal von dem guten Friedrich Glasl, inspirierender Mann, der viel geschrieben hat zu Aspekten der Organisation und deren Entwicklung.
Und der hat das sehr viel Anleihen genommen aus, ja, sagen wir mal, biologische, natürliche Evolutionen von Organisationen. Und ich habe das selber auch schon mehrfach miterlebt. Es gibt so etwas Gesetzmäßiges und ich glaube, das hat die Adito gemerkt, als sie anfing zu wachsen, weil dann nämlich etwas passiert, unweigerlich passiert, bei jeder Organisation passiert. Man beginnt mit einer klaren Idee über was Kunden wollen und was man selber will. Das nennt man oft die Pionierphase. Da ist meistens eine Unternehmerin oder ein Businessmann am Start und sagt, okay, ich weiß, was Kunden brauchen, ich weiß, wie ich das erfüllen kann, ich lege los. Aber sobald diese Organisation, die er da macht, die er formt, wächst, unweigerlich gibt es die Diversifizierung, das Verästeln, das Auffächern in mehr Mitarbeiter, mehr Teilfunktionen, mehr Auffächern. Und es gibt Organisationen, die versuchen, das zu vermeiden. Es gibt ja spannende Ansätze wie Zellteilung und andere Organisationsformen, dass man also frühzeitig, ich glaube, der Threshold-Level liegt so bei 60, 70 Mitarbeiter, wo das unweigerlich die Diversifizierung zuschlägt und dann eigentlich für die Verästelung sorgt. Glasl sagt was sehr Spannendes, man muss eigentlich dahin durchwachsen. Also man muss quasi die Organisation weiterentwickeln hin zu einer integrierten Phase. Und das ist das, was, glaube ich, viele dann suchen, auch in ihren Organisationsformen, dass sie versuchen, wieder den Sinn, also den Purpose hat Patrick das, glaube ich, eben genannt, ne? Diesen Sinn, den Purpose, Zweck- und Sinnorientierung, dass der für alle wieder klar ersichtbar ist. Glasl nennt das eben Integrationsphase, also im übertragenen Sinne. Wenn wir ein Apfelbaum sind, dann wissen auch alle Äste, dass sie Teil sind von einem Apfelbaum. Mhm. Bei Philips, da war ich schon mal auf dem Ast, da wuchsen dann Birnen oder Kirschen, obwohl wir eigentlich ein Apfelbaum waren. Also wisst ihr, dann hat dieses Silo-Denken ein Ende genommen, weil alle wissen, warum und wie das passiert. Ja, und aus die diversifizierte Phase hat halt eben diesen Aspekt, dass es eben diese klassischen Silo-Sachen kreiert und dass dann Design und Gestaltung halt eben in den Silos passiert, mit allen Folgen davon, nämlich Kunde wird das dann merken, er merkt diese Kakophonie an Tausenden von verschiedenen Sachen, diese Unstimmigkeit, weil Organisationen, die nicht integriert sind, das nicht schaffen. Und mein Ziel ist eigentlich immer das, dass Organisationen, egal wie sie dann wirklich gestaltet sind, weil nochmals, ich glaube, das macht Adito genau richtig. Jede Organisation, jedes Unternehmen braucht seine eigene Form, um zum Kunden zu gelangen. Also braucht eine Ablauffolge, eine Organisation, eine integrierte Organisation, die dazu beiträgt, dass Kunden letztendlich die Leistung so empfangen, sodass sie wiederkommen, dass die Kunden Loyalität entwickeln, eben mittragen, das Unternehmen mittragen. Und deswegen, ich setze den Kunden immer oben in meinen Darstellungen von irgendwelchen Organisationsformen. Ich habe nichts gegen Hierarchien, für mich ist das nicht ein Problem. Es geht bei mir immer darum herum, ob alle verstehen, an was sie arbeiten, ob es einen Dialog gibt. Das Wort ist auch sehr schön. Ne? Dia heißt ja durch, also die durchgehende Logos, also die durchgehende Gespräche. Es gibt ja auch diesen Ansatz der dialogischen Führung, der ist ja vielleicht euch bekannt. Ein System, was auch die DM sehr stark eingeführt hat über den Götz Werner, der da in Karlsruhe am Institut über die dialogische Führung auch tätig war. Also dass man eben es schafft, egal in welcher Organisationsform man genau hat, allen klar zu machen, durch die Organisationsform hindurch, was man möchte, für wen man da ist, was sozusagen das Unternehmen will, also damit alle dann auch zum Mitunternehmer werden können. Das ist so ein bisschen meine Slides, die ich habe. Jetzt muss ich hier irgendwie wieder zurückkommen. Das war nicht so.